Das ist Berlin. Touch wie Benzin, 24/7 auf Adrenalin. Digga, machst du auch erstmal. Wo sind wir gestrandet, Junge? In deiner Hut. Ja, Leute, ich bin daheim rausgeflogen. Was soll ich euch sagen? Back to the root. Wir sind gerade eben in Berlin angekommen. Dieses Wochenende ist Young LA Event. Wir werden einige von euch treffen. Aber, wie sagt man so schön? First things first. Wir müssen uns erstmal einen Pump abholen. Wir haben dabei eine halbe Wasserflasche Evian. Wir haben dabei Frank Olympia. Die 3. Edition, leider schon ausverkauft, aber man munkelt, vielleicht kommt im Januar noch was, ein bisschen Nachschub und Ein Ladekabel. ein bisschen der Influencer muss sein Handy laden. Sturm ist das Wetter, aber fürs Workout brauchen wir nicht mehr. Wir stehen vorm Bunker. Goldies lacht mich daneben auch schon an, muss ich sagen, aber wir gehen jetzt ordentliche Rückensession abreißen und gucken mal, ob im Laden noch alles nach seinem Rechten läuft da drin. Vielleicht ist der Biker-Bruder von damals auch da. Die Kawasaki habe ich schon gesehen. Naja. Ja. Dann gehen wir mal rein, wa? Junge, es wär's wie gestern gewesen. Ich war für die Gentleman's Club Episode vor 4-5 Monaten das letzte Mal in Berlin, seitdem nie wieder. War eine wilde Zeit hier. Wer jetzt erst abonniert, den kann ich mal kurz abholen. Die letzten 5 Jahre habe ich in Berlin gelebt und das war tatsächlich mein täglicher Weg zur Arbeit. Und jetzt gehen wir in das Studio, wo in Berlin sozusagen der Bär gewachsen ist, sich immer vorbereitet hat, die ganzen Trainings abgerissen hat, noch richtig am Bordstein war und ja, hier auf jeden Fall gearbeitet hat, um was zu erreichen. Also ist ein geiles Studio, beziehungsweise hat einen geilen Vibe und wollte ich euch unbedingt mitnehmen. Und ist schon Nostalgie, muss ich sagen. Ist schon dieser Weg hier, dieser Weg wird kein leichter sein. Es war kein leichter, aber um im Leben was zu erreichen, müsst ihr Gas geben, müsst ihr manchmal, ja, auch Scheiße fressen. Ich habe auch lang genug Toiletten in der Schweiz geputzt im Gym, liebe Grüße. Aber es muss halt manchmal sein. Jetzt sind wir aber wieder da. Jetzt gehen wir rein. Moin. Back in the hood. Jawohl, immer noch die gleichen hier. Was geht? Ja, Mann. Hi, alles klar? Dann viel Spaß dir, Danke, ja. haut rein. Ja, der Kundenstamm, der bleibt. Und natürlich obligatorisch die 10-Kilo-Scheibe als Türöffner. Brauche ich auch mal. Diesen Holzstock vorm Gym können wir vergessen. Ich brauche eine 10er-Platte. Ja. Das war noch mein Move. Den habe ich immer gemacht. Mahlzeit. Hallo. Ja. Oh. So, jetzt gucken wir mal nach dem Rechten hier. Ja, alles klar. Willkommen. Willkommen zurück. Ja, da ist schon mehr Masse drauf. Da fehlt es immer noch nach wie vor. Aber die Bräune ist da. Was geht so? Alles klar. Wie geht's dir? Gut. Gut, schön wieder hier zu sein. Schön, dass du da bist. Überraschungsbesuch. Ja. Ob du auch deine Schichten einhältst hier. Hey, heute bin ich auch Spaß. Nur Training. Ja. Morgen ist er wieder da. Was gibt's Neues? Alter. Du hast ja ein paar Tage Zeit, dich mit deinem Gewissen Die gilt's jetzt zu schlagen. reinzukommen. Wir liegen gerade sowieso bei mir. Tuesday. Immer dabei. Immer dabei. Wie gesagt, Lena Rammsteiner. also ich habe die Aktien schon, dann haben wir noch 2. Ja, cool. Sag mal, was ist doch nicht. Gibt's das nur hier? Gibt's nur hier und im Shop online. Die schönen Printmedien zurückholen. Back to the roots. Gibt's da ein E-Book von? Gibt's da ein E-Book von? Was habt ihr? Gibt's nicht. Und morgen, Young LA. Ja. Kommst du vorbei? Ja, gut, ja. Bist du selber schuld? Aber es kommen welche aus dem Studio hin. Ja. Wurde mir schon ein paar Mal geschrieben jetzt. Wie lang? Ist noch zu stark für dich. Ja, das Du bist noch nicht, so scharf. Eine Minute, mein Schatz. nicht groß genug dafür. So, wir kippen uns den Booster hinter die Binde. Dann gucken wir uns mal um. Fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich schön an, mal wieder hier zu sein. Und man weiß wenigstens, hier ein gutes Training abzureißen, wie man es macht. Gibt schon einen guten Vibe, aber die Musik muss ich gleich mal verändern hier. Herbert Grönemeyer oder was da im Radio kommt. Die Spuren des Bären.
habe damals 2 Gürtel anfertigen lassen. Es gibt 2 Stück davon auf der Welt. Der eine hängt hier. Und im Gegenzug dazu wurden hier schon meine Bilder weggehangen. Wie bitte? Ja, hier hängen jetzt an der Classic Physik Jungs. Guck, ich habe direkt Downgrade bekommen. Direkt runtergestuft worden. So schnell geht's. Deswegen habe ich jetzt einen lebensgroßen Pappaufsteller bei mir im Studio. Fühlt sich an wie gestern. Ja. Back to work. Jetzt auf jeden Fall ein ganz anderer Modus, in dem man hier dieses Studio betritt wieder. Da gab es auf jeden Fall andere Zeiten, aber liegt auch jetzt so an Nach-Wettkampf-Vibe. Ist alles ein bisschen angenehmer. Man muss sich nicht so stressen mit allem. Deswegen enjoy ich die Pumps jetzt eigentlich auch zu der Zeit extrem. Macht einfach Spaß. Man kann trainieren, wie man will. Also klar, schon vorsichtig, aber richtig geil, Junge. Herrlich. Hier die Rückenstraße. Die hat den Rücken auf jeden Fall schon vorwärts gebracht. Kommt jede einzelne Maschine dran? Ne, die zweite hier nicht, aber die dritte und die vierte, glaube ich. Hast du mir nicht letztens erzählt, dass schweres Kurzhantelrudern auch echt mandatory wichtig jetzt ist für dich? Das hat der Vater erzählt, der Magus. Ja. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also Stefan meint eher, was er auch dabei hat, gesagt, so alles, was deinen unteren Rücken irgendwie belastet, rausnehmen. Und ich müsste jetzt schon mit 80 Kilo einen Arbeitssatz rudern. Und wenn du halt so bist, guck dir mal meinen unteren Rücken allein durchs T-Shirt an. Ja. Siehst du die Beulen? Ja. Also das hier, das soll jetzt nicht unbedingt fetter werden. Ja. Und deswegen eigentlich alles mit Brustunterstützung eher die klügere Wahl. Die Alte macht aber Druck da hinten. Brutal. Hier, Sergio Olivia. Seinen Sohn habe ich geschlagen in Italien. Gibt so Clips überall auf Insta. Weil ich ihm ja so gesagt habe, Junge, geh mal auf deine Linie. Weil er immer so versucht hat, auf mich drauf zu rücken. Ja. Das habe ich mir nicht bieten lassen. Da habe ich den William Bonek-Trick angewendet, habe gesagt, Junge, ich pose nicht, solange hier nicht für Ordnung gesorgt wird. Weil wenn du anspannst und vor deinen Armen sind die anderen Arme von den Gegnern, kannst du halt nicht machen. So wie Andrew das auch bei Derek gemacht hat beim Olympia. Ja, genau. Ist ja auch richtig, muss man ja sagen. Derek ist aber auch, der stand auch immer 2 Meter vor allen anderen. Der hat sich richtig hart vorgesneakt. Aber was Rülse jetzt sagen würde, muss einfach so massiv sein, Alter, dass du auch 5 Meter hinter denen stehen kannst. Kennt meinen Körper schon so gut, der weiß ganz genau, was Sache ist. Also alle, die auf Instagram vorbeischauen, die wissen, was ein Gerät gemeint ist, aber ich habe so ein ganz cooles Recovery-Tool für mein Studio bekommen, beziehungsweise in den Room mit reingepackt. Und das ist, ich nenne es nur das U-Boot, aber es ist eine Überdruckkammer und die reichert deinen Körper mit mehr Sauerstoff an. Und da gehst du mal rein. Das sieht aus wie ein U-Boot. Nächstes Mal im Video kann ich es euch zeigen im Studio. Und dann wird es eben mit Druck befüllt, dass du wie so einen Tauchgang von 5-6 Metern simulierst. Und da chillst du dann eine Stunde oder 90 Minuten oder sogar 2 Stunden drin. Und wenn du das regelmäßig machst, fördert es extrem deine Regeneration. Haben mir ein paar Bodybuilder aus den USA, noch Stefan Pütz zum Beispiel,
berichtet. Schon geil. Ich bin gespannt drauf, wie das sich auf meine Regeneration auswirken wird. Die steht bei mir hoch im Kurs für diese Off-Season. Ich werde da richtig alles geben mit Physio, mit Infrarot, mit Überdruckkammer, mit allem, was die Regenerationskiste hergibt, um wirklich nochmal einen Unterschied zu machen. Ich habe da auch viel mit Jay drüber geredet. Bei dem hat sich der Körper auch nochmal richtig verändert. Seit der 2- oder 3-mal die Woche sogar dann mit einem Therapeut immer die Muskeln geöffnet hat und so. Jetzt sind bald alle Therapeuten ausgebucht. Aber es hilft schon extrem. Natürlich kommt es auch immer aufs Level an. Ich sag so herrlich, mit 14, 15, als ich angefangen habe. Was für Physio, Digga. Physio war da die Freundin, die man früher hatte. Weißt du, das war dann deine Physio. Nackenmassage gemacht. Genau. Kurz 5 Minuten, bevor es losging. Und 5 Minuten später war es dann wieder rum. Ey, 5 ist schon nicht schlecht, Bruder. Ich habe nur 2. Also 5 ist schon gut, ein guter Tag. Du musst ein paar Techniken vorher anwenden. Bring nochmal ein E-Book raus. Ja. Alles lieb. Geil. Jetzt läuft die Maschine. Jetzt wird gerudert. Herrlich. Die geht richtig gut rein. Scheiße, vielleicht kaufe ich mir die auch. Jetzt geht das wieder los, Mann. Ich habe erst eine Rückenmaschine bestellt, Digga. Eine aus Vegas? Ja. Oh Mann. Die gelbe, weißt du? Ja. Die hier. Ja, die war schon richtig gut, deswegen. Ey, Aber, gut investiertes Geld. Ja, ganz ehrlich. Ist so. Was geht? Für was gebe ich sonst mein Geld aus? Scheiß drauf. Was Neues hier? Noch keine Neuigkeiten entdeckt. Außer auf der Toilette. Ich musste mal räudig das Klopapier nehmen, um mir die Hände abzutrocknen. Jetzt gibt es sogar mit Sensor so. Kommt das Papier raus. Oh! Fala galera! What's up? How are you? Good, bro. Welcome back. Congratulations, bro. Thank you. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, it's good. Hi. Hey. How are you? Good? Yeah, try to Getting bigger, huh? Nice. Good job, good job. Good. Jedenfalls kennen wir uns aus. Wir sind in Dubai immer so krank in diesem Binos-Studio. Ich war jetzt 4, 5 Mal in Dubai. Immer wenn du da reinläufst, du verstellst so jede 2 Wochen die Geräte. Der meint, die Muskelverwirrung von Schwarzenegger meint der ernst. Hat er persönlich genommen, sagt man. Da läufst du rein und denkst, ja geil, hinten Beine machen, auf einmal steht das Gerät, keine Ahnung, 8 Kilometer weg. That's why you're growing. Yeah. I took it from you.
Bilder sind immer noch die gleichen. Eine Mila Sarcev beim Beineheben. Chris Cormier kann ich schon gar nicht ernst nehmen. Den Stories. Junge, was der mir erzählt hat. Also 4 Wochen Kuwait mit dem und seinen Geschichten, wenn der gebufft hat. Ich sag's euch, das ist Comedy pur. Was die Jungs gemacht haben, Alter, vor Wettkämpfen. Ja, es war eine andere Zeit, glaube ich. Oder hier, wenn ich Brent Warren angucke. Also die Jungs völlig einen reingepumpt aufs jeglichen Schmerzmittel. Auch krass. Nicht umsonst wird die auch der Humbler genannt. Hier sagen die Amis immer zu der Maschine. Weil die nicht wieder, weil wenig Gewicht da drauf ist. Und Ich dachte, du gibst einen Comment zu unserem Hebammen-Service. Ach so. Ja, kennt man ja von hier. Wer die alten Videos verfolgt. Hier wird halt noch richtig trainiert. Ja. Auslegungssache. Habe ich jetzt gerade nicht richtig trainiert. Ich muss es mal. Auslegungssache. Ja. Ich muss es sich mal schwer anhören lassen. So, was kommt noch rauf? Nix mehr drauf. Ach so. Ja. Sorry, Bro. Weak Pussy. YouTube Premium haben die Jungs immer noch nicht. Das ist der Du hast Geil. auch kein YouTube Premium. Ich habe YouTube Premium. Jetzt doch? Ja, ey, was? Wow. Ja, hey, hör mal auf. Alice hat kein YouTube Premium. Und Alices Ihr Account. geizigen Schwaben, Mann. Alices Account ist auf meinem. Oder auf meinem. Alices Account ist auf unserem Fernseher verbunden. Somit darf ich mir immer die 90 bis 1,5 Sekunden Werbeblöcke, 1,5 Minuten Werbeblöcke gönnen. Plus die im Video integrierte Werbung. Und ich habe nur bei meinem Handy und oben am PC habe ich YouTube Premium. Aber naja, machen wir einen Satz. Es ist echt schön zu sehen, wie viele mittlerweile den Weg zur Bühne anstreben. Die haben mir auch gerade erzählt, Bikini-Athletin und gehen auf die Bühne. Also schon ein geiler Vibe, wenn die Leute dir sagen, hey, wir haben deine Videos geguckt und so und sind auch ambitioniert, wollen es mal probieren. Das ist schon cool. Ja Mann, jetzt müsst ihr abliefern. Gas. Sonst blamier ich mich. Nee, aber ist geil. Lass mal Lat ziehen. Mein Rücken denkt sich auch gerade, das kenne ich doch irgendwann. Mhm. Wer kennt's doch aus den alten Videos? So schön am Rumschleudern, Alter. Oha, Junge! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder hier. Ich habe dich nicht wiedererkannt. Du bist ja mindestens 20 Kilo leichter. Ich ein bisschen anders. Digga, was ist denn los? Das ist ja halbiert. Ja, und bei dir? Wo hast du die andere Hälfte gelassen? Ja, bei dir auf jeden Fall. Eine Hälfte ist hier am Arm bei dir. Das ist schon massiv. Wie geht's dir, Bro?
Gut, und dir? Schön, dich zu sehen, Alter. Freut mich. Frisch siehst du aus. Ja, hab mich im Solarium verbrannt. Ja, Ich hab auch gesagt, mach runter die Stufe. Schön. Wollte nicht hören, deswegen. Das sind meine Berliner Atzen, Alter. Da geht noch Soli Freitag. Geil, aber. Und dir geht's auch gut, Alter? Ja, passt. Schön wieder hier zu sein. Alter, nach Berlin ist halt immer so weit. Aber es ist schön, dich zu beobachten, wie es so vorangeht und alles. Ja, das macht Spaß. Ich bin wirklich eigentlich keiner, der sich für Bodybuilding extrem interessiert, aber bei dir. Wir sind ja privat im Kontakt, wenigstens ab und zu. Deswegen. Der Chef macht Feierabend, um wohin zu fliegen? Nach Portugal. Ja, Urlaub. Kollege. Ja? Also im Bunker läuft's gut, ihr müsst gar nicht mehr vorbeischauen. Da geht mehr, da geht mehr. Komm vorbei hier auf jeden Fall. Hol dich den Spirit ab. Schwer und falsch. Ich glaube, ich ruder danach im Sitzen am Kabel noch. Ich habe irgendwie, sagt mir mein Kopf gerade, macht es noch. Das sind die einzig wahren, nicht McGrip, das war gestern. Im Bunker sind es die Aerostar. Das hört sich nach der. Du weißt schon, nach der Ü18-Schauspielerin. Moment mal, ich weiß nicht, wen du meinst. Nee, aber der langjährige Zuschauer denkt sich, was macht denn der für einen Scheiß? Ich dachte, der hasst Kabelrudern. Ja, aber manchmal muss man Übungen, die man mal nicht so gefeiert hat, vielleicht nochmal eine Chance geben. Manche Übungen Sie mit den Frauen. Ja. Es gibt auch manche Übungen, die sich tatsächlich erst mit einem Pump gut anfühlen oder als erste Übung besser anfühlen. Das ist schon crazy, wie da der Unterschied ist. Deswegen mache ich jetzt mal zum Abschluss einfach mal, um den Rücken voll zu pumpen, hier ein bisschen Kabelrudern. Irgendwie habe ich jedes Mal, wenn ich die Übung mache oder an die denke, immer Arnold im Kopf. Wie Ich aber auch, ja. Wie er diese ultra übertriebene Und die Mundbewegung. Ausführungen. Muss Ja. mal einblenden hier kurz den Clip. Ja, wir schließen damit ab. Ich überlege gerade für alle Studienleser vielleicht einen Supersatz draus zu machen. Das wäre doch ganz cool. Mit Überzügen. Ja komm, das machen wir. Mit der Windböe vom Parkplatz gerade eben wäre ich schon wieder in Stuttgart.
machen eine schöne Rückenüberladung heute und den Arm Day spare ich mir für morgen auf. Und vielleicht für 2 kleine Knirpse, die ich morgen auf jeden Fall daher prügeln muss und zeigen muss, was German Volume Training ist. Wenn ich vom Jetlag klarkomme. Junge, die Geburt ist immer noch nicht fertig tatsächlich. Aber Der Punkt hat ja noch eine Hebamstation mittendrin. geht schnell, Hausgeburt. Wird das Kind gleich hier unter den richtigen Umständen groß. Nee, aber wir machen jetzt abschließend als 1, 2, 3, 4, 6. Übung Kurzhantelrudern. Also vergesst alles, was ich vorher gesagt habe. Und Du machst es sehr leicht. das ist aber tatsächlich leicht, ja. 30, 40 Kilo. Kannst du dann den unteren Rücken rausnehmen, wenn es leicht ist? Oder? Ja, ich kann auf jeden Fall besser ansteuern. Und ich finde auch so, gerade bei Rücken oder Arme, auch mal Sätze mit im 15 bis 20er Bereich richtig geil. Und das fetzt gut rein. Ich meine, die schweren Sätze haben wir am Anfang schon gemacht. Da, wo wir am meisten Phasen rekrutieren. Aber ich glaube trotzdem, am Ende nochmal den Pump abzuholen und auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Wiederholung zu arbeiten, kann nicht schaden. Ganz ehrlich, ich habe auch einfach Bock drauf. Und wenn ich Bock drauf habe, dann wird es sowieso funktionieren. Hauen zum Teil sogar mehr rein als die schweren Sätze mit wenig Wiederholung. Meiner Meinung nach. Deswegen in jedem Wiederholungsbereich stärker werden. Und gerade in der Offseason wird man gern zur faulen Sau und bleibt schön im 5er bis 8er Bereich, weil danach die Puste ausgeht. Aber ich versuche da auf jeden Fall auch mal schön 20 Wiederholungen an der Beinpresse zu machen. Danach kotzt du auf jeden Fall im Strahl, das sage ich euch. Das ist 5 Tage Muskelkater, also wenn das nichts bringen soll, weiß ich auch nicht. Ich bin durch. Das war's. Oh. Denise, mein absoluter Favorit, was die Frauen angeht in Deutschland, was den Olympiatitel in der Figurklasse angeht in den nächsten Jahren. Hat hier herzlichen Glückwunsch auch offiziell, hat geisteskrank abgeliefert beim Olympia mit einem Einstieg, das erste Olympia und dem 4. Platz. Es hat davor nur die Anja geschafft, 1986 oder so. Lass mich nicht lügen. Könnte auch früher oder später gewesen sein. Und dann glaube ich keine Frau mehr, sondern nur der Miracle Bear. Hat auch einen 4. Platz. Wer ist denn das? Hängt aber kein Bild. Können wir nicht zeigen, wer das Ja, wurde alles abgehängt. Ich bin ja nicht mehr gern gesehen. Hier, Aber wir könnten The Hoff zeigen. hier das Bild. Da hieß das Studio noch Johnson und Jim und Jones. Nee, hier. So. Ich will mal zum Hoff. Ja, der ist Reaction-YouTuber geworden. Der ist kein Bodybuilder mehr. Guck, Jim und Jones hieß es danach. Zu der Zeit war ich noch hier. Das Gym, der hieß mal Jim und Jones? Ja, rat mal, wer den Bunker den Namen gegeben hat. Du? Ja klar. What? Ja, ich habe gesagt, hier der German Bunker. Haben die gesagt, ja, hört sich eigentlich gut an. In diesem Sinne, Freunde, aus nostalgischen Grüßen aus Berlin geht's jetzt auf jeden Fall in die Unterkunft. Es wird gefressen, es muss noch einiges gefressen werden heute. Und wie ihr im letzten Video hoffentlich gesehen habt. Und dann geht's morgen ab hier, Young LA Wochenende. Das heißt auch für euch, checkt die neue Kollektion dort ab. Kommen immer fast wöchentlich eigentlich wilde Sachen. Und mit Code Polacco könnt ihr auf jeden Fall dort sparen. Auch bei ESN, mit denen das Event tatsächlich gemeinsam veranstaltet wird. Wird cool, freut euch aufs nächste Video. Ich sag sportfrei aus Berlin und liebe Grüße. Macht's gut.